Guten Tag, Freunde. Viele Menschen haben sich die Frage gestellt. Der Schauspieler, der die Rolle von Julie, der Boje, spielte, ist ein echter Wrestler, der die Kampfkünste beherrscht, oder einfach nur ein Turner, der anmutig seine Arme und Beine vor der Kamera schwingt. Scott Adkin ist ein talentierter englischer Schauspieler, der eine herausragende Filmkarriere machte und berühmt wurde weltweit. Dank prominenter Rollen in Kult-Aktion-Filmen nimmt die Filmreihe, in der unbesiegbare Adkin den russischen MMA-Wrestler Juri Boyko reift, einen besonderen Platz ein. Dank dieser Rolle interessierten sich viele Menschen für MMA und einige begannen sogar, Kampfsport zu betreiben. Julie Boyka, eine der Hauptpopularinnen des Kampfsports des 21. Jahrhunderts, bezeichnet sich selbst als die perfekteste Wrestlerin der Welt mit einer Größe von 178 cm und einem Gewicht von 86 Kilo. Adkin St. Die Rolle der Boje ist wirklich erschreckend, seine Wrestling-Technik kommt der Perfektion der Kampfszene aus der Filmreihe nahe. Vielen Kritikern zufolge ist Invincible einer der beeindruckendsten Filme in der Geschichte dieses Filmgenres. Wie hat es der Schauspieler geschafft, ein solches Ergebnis zu erzielen? Warum waren die Kämpfe so fesselnd? Wir werden versuchen, dies in unserem Video zu beantworten. Der zukünftige Schauspieler Scott Edward Adkins wurde 1976 in der englischen Stadt Sutton Coldfield in einer Metzgerfamilie geboren. Die Eltern John und Jenny Adkins widmeten der Erziehung der Rinder viel Zeit und Aufmerksamkeit, und sein älterer Bruder Craig versuchte, sie zu echten Männern zu erziehen. Scott besuchte die Bishop Wesley Episcopal High School, konnte sich jedoch nicht mit hervorragenden Ergebnissen rühmen. Er sah sich lieber Late-Night-Aktionfilme mit seinen großen Idolen wie Bruce Lee und Jean-Claude Van Damme an. Aus diesem Grund kam der Junge oft zu spät zum Unterricht und schlief manchmal sogar während des Unterrichts ein. Als Scott 10 Jahre alt war, meldete ihn sein Vater als IS-Bruder in einem Judo-Club an. Nach nur einer Trainingseinheit verstand der junge Scott, dass der Mann-gegen-Mann-Kampf war genau das, was er sich in seinem Leben widmen wollte. Bald begann er, sein Haupttraining um Tikiaken-Kurse zu erweitern, die von Ron Sergio, einem Mitglied der British Association of Eastern Martial Art, geleitet wurden. Einige Jahre später begann der junge Mann unter der Anleitung von Anthony Jones, die Grundlagen des Kickboxens zu erlernen. Sehr bald erzielte er in dieser Sportart bedeutende Erfolge. Bereits im Alter von 14 Jahren erhielt er den schwarzen Gürtel und konnte nach Erfüllung aller notwendigen Voraussetzungen ein echter Champion werden. Aber wenn der Film nicht gewesen wäre, hätte die Beliebtheit von Aktionfilmhelden Scott nicht schlafen lassen, und deshalb beschloss er, nicht nur Profi im Ring, sondern auch in Filmstudios zu werden. In seinen letzten Highschool-Jahren schrieb er sich in der Theaterabteilung ein und plante, sein Studium nach dem Abschluss fortzusetzen. An der London Academy of Dramatic Art reichte ihm das Geld leider nur für das erste Jahr. Mit blutendem Herzen musste Adkin dieses prestigeträchtige College verlassen. Bald jedoch zeigte das Schicksal ein freundlicheres Gesicht gegenüber dem talentierten und zielstrebigen jungen Mann und schickte ihm einen Engel in der Person von Stephen Tang Wei, dem Leiter der Stunt Association in Hongkong. Er bot ihm eine Rolle im Actionfilm Extreme Challenge an. Zuvor konnte sich Adkin nur mit einigen Episoden meiner Rollen in britischen Serien rühmen. Und deshalb schätzte Scott das Angebot einer Rolle in der Wiege der östlichen Kampfkünste sehr. Für diese Rolle prasselten wie aus einem Füllhorn verlockende Angebote von Regisseuren auf den jungen Schauspieler herab. Zu dieser Zeit hatte der Meister der Kampfkünste bereits einen schwarzen Gürtel im Kickboxen, und die Fotze in Actionfilmen war ein zufälliger Champion und Medaillon traf sein Idol Jackie Chan in einem Aufnahmestudio. Nach einer Rolle im Actionfilm Invincible 2 wurde er schließlich selbst zum Star der Größenordnung Erster. Das Publikum war von seiner Rolle fasziniert, er verkörperte den Charakter des Antagonisten des Haupthelden und der Erfolg des Films übertraf selbst die kühnsten Erwartungen. Sein brutaler Stil war die Essenz aller wichtigen MMA-Disziplinen, insbesondere Taekwondo, Kickboxen, Ringen und Jiu-Jitsu. Er kann alles, was ein vielseitiger MMA-Kämpfer können muss. Um die Rolle von Julie Zebu auf der Leinwand darzustellen, musste er 6-mal pro Woche 14 Stunden am Tag dem Training widmen. Aber er konnte die Trainingseinheiten, um die definierten Muskeln eines Kämpfers aus einem russischen Gefängnis zu bekommen, nicht vergessen. Adkin Z trainierte nach dem traditionellen 4-tägigen Kurs des Bundy-Aufbaus und außerdem widmete er sich noch 2 weitere Tage lang den Kampfkünsten-Tage.
Dank einer sinnvollen Trainingseinteilung und einer hochwertigen Ernährung hielt sie allen Belastungen stand und schaffte es darüber hinaus stets, neue Kräfte für den nächsten Drehtag zu tanken. Was die Aufmerksamkeit auf Atkinsons Person lenkte, waren natürlich seine Kampf- und Ringgewohnheiten. Kombiniert meisterhaft eine Reihe von Kickboxen, Wii und Aikido aus meiner Zeit, als er eine Kopie nahm in der unteren Zone sowie einem aktiven defensiven Kampfstil mit dem Einsatz von Ellbogen und Knien von Yuri, dann einem offensiven Kampfstil, bei dem er mehr auf eine Reihe von Knockouts neuer Schläge setzt. Dadurch ist er in der Lage, vielen Schlägen des Gegners standzuhalten und auf die Gelegenheit zum Gegenangriff zu warten. Vom Kickboxen übernahm er die Grundkombination aus Hand- und Fußangriffen, beim Boxen wird sie meist zur Tarnung unerwarteter Tritte eingesetzt, sein Trumpf kommt jedoch vom Taekwondo. Es handelt sich um eine Kombination von Tritten mit Höhenveränderungen von Hügeln, deren Ausführung die höchste Kampfstufe darstellt. Der Schauspieler übt diese Kampfkünste seit seiner Kindheit aus, die Tritte und Schläge des Kämpfers sehen sehr überzeugend aus und effektiv. Und deshalb wirken die Szenen aus dem Film fantastisch und glaubwürdig. Eine solche körperliche Verfassung und Meisterschaft hat der Schauspieler nicht erreicht, 1000 Stunden im Fitnessstudio und ein gesunder Lebensstil liegen locker hinter ihm. All das sind Voraussetzungen für eine perfekte sportliche Form. 4 Jahre später erschien der dritte Teil von The Invincible in den Kinos. In diesem Film hat Atkin aus der Hauptrolle erneut meisterhaft einen mutigen und selbstbewussten russischen Athleten dargestellt. 2016 arbeitete Scott Atkin aus Hart an den Dreharbeiten zum Film Boyka Invincible 4 weiter. Auf seiner Website und in sozialen Netzwerken posteten die Schauspieler des Films regelmäßig Fotos vom Set. Sie weckten sofort das Interesse von Liebhabern hochwertiger Actionfilme. Es muss hinzugefügt werden, dass der unverzichtbare englische Sportler Martin Ford in diesem Projekt auch die Rolle eines Geistes spielte. Er spielte den Hauptgegner Yuri Boyka, dargestellt von Atkin Dream. Bis heute umfasst die Filmografie des Schauspielers über 50 Filme, von denen viele zu echten Ereignissen in der Welt des Kinos geworden sind. Im Jahr 2007 spielte er an der Seite von Matt Damon in dem Action-Thriller Bourne's Ultimatum. 2 Jahre später spielte er im Actionfilm Ninja 1 die Hauptrolle, die zu den prominentesten Solorollen von Atkin gehörte, die sich unauslöschlich in die Erinnerung des Publikums einbrannte. Die Rolle des John im Film Universal Soldier 4. Dieser Film wurde im Jahr 2000 uraufgeführt. 12 im selben Jahr spielte der Schauspieler im zweiten Teil des Actionfilms. Das darin befindliche Verbrauchsmaterial leistete Sylvester Gesellschaft. Wem im Jahr 2013 erschien Atkin im zweiten Teil des Films Ninja auf der Leinwand. Ein Jahr später spielte er König Amphitryon im AV-Abenteuerfilm Hercules Birth of a Legend. Im Jahr 2017 feierte der 4. Teil des Films Invincible Premiere. Dabei hielt das Publikum erneut den Atem an, während es dem Kampfflugzeug Yuri Boje in Aktion zusah. Im Jahr 2018 konnten die Zuschauer 5 Premieren mit Atkinson sehen. Scott spielte einen Killer im Film Unfortunate Coincidence und spielte auch in den Filmen Incoming und Karma Russian war. Auch die Fortsetzung des Kultfilms Deadpool glänzte. Die Karriere des Schauspielers, der sich vor einiger Zeit die Garage seines Vaters als Fitnessstudio vorgestellt hatte, ist immer noch auf dem Vormarsch, so scheint es. Nach einem erfolgreichen Lauf in den Marvel Studios, bei dem jeder Film mehr als $1 Milliarde einspielte, folgt ein Karriereaufstieg, aber Scott behält die Dinge im Auge. Nüchtern. In diesem Film gehört die Hauptrolle jemand anderem. Ich hoffe, dass ich jetzt bekannter werde und Angebote von großen Filmstudios bekomme. Es reicht, wenn mir jemand aus der großen Filmbranche eine Chance gibt. Ich bin bereit zu zeigen, wozu ich fähig bin. Wenn sie scheitern, sind sie selbst schuld. Im Jahr 2019 gelang es ihm, gegen den Kult-IP-Mann Scott zu kämpfen, der auch in den Filmen Triple Triad of Revenge und Between Dimensions zu sehen war. Gleichzeitig arbeitete er am zweiten Teil des Aktionfilm-Auswahlprogramms. Letzterer feierte 2020 Premiere. Scott Atkin trat auch in den Actionfilmen Netz aus Lügen, Geisel und Odyssee im Weltraum auf. Es überrascht Maxe Klauder, dass er trotz seines großen Talents für die meisten seiner Rollen relativ geringe Gagen kassiert, obwohl es sich natürlich in den meisten Fällen um Low-Budget-Filme handelt. Dennoch hoffe ich, dass er noch alles vor sich hat. Trotz der großen Beliebtheit der Schotten lebt er immer noch in Birmingham in der Nähe seiner Eltern. Dafür gibt es 2 Gründe.
Erstens hassen Rinder laute und geschäftige Großstädte und zweitens möchten sie im Frühjahr 2011 so viel Zeit wie möglich mit ihrer Familie verbringen. Die Frau seines Sohnes, Lisa, brachte ein kleines Mädchen zur Welt, Carmen Gabriela, die Scott über alles liebt. Der Schauspieler hörte sogar auf, seine Lieblingscomputerspiele zu spielen, um mehr Zeit für seine Tochter zu haben, und kurz darauf bekam das Paar einen Sohn, Joshua. Den Rest seiner Freizeit widmet er seiner lebenslangen Leidenschaft für den Sport, und das sind alles Freunde. Wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm ein Like, schreibe einen Kommentar und bis bald wieder.